Hallihallo, mein Name ist Ruti. Ich bin seit 2 Jahren mit dem Motorrad in Südamerika. Das hier ist Medellín, Kolumbien, aber heute geht's zurück in die bolivianische Wildnis. Ich bin, wie gesagt, immer noch in Medellín. Heute aber nicht in meinem Apartment-Eingang, weil das war so ein bisschen... Es hat mir gar nicht gefallen, wie das aussah in diesem Garageneingang. Hier ist es zwar windiger, ich hoffe, der Wind stört nicht so, aber es ist Sonntag, es ist sehr ruhig. Normalerweise ist hier so ein kleiner Park, den ich entdeckt habe. Hier hängen immer ganz viele Jugendliche rum und so weiter. Da hinten ist auch so ein Sportplatz, aber heute ist es sehr ruhig. Hier sind zwar ein paar Leute, aber sehr ruhig. Aber um Medellín soll es heute nicht gehen, sondern wir gehen zurück nach Bolivien. Und zwar ist dies mein Kalendervideo Nummer 4, also Kalenderblatt April. Wir sehen auf dem Bild 3 Motorräder. Ich bin nicht auf dem Bild, aber meine Lucy, mein Motorrad. Und Jamie und Frank sind da drauf. Und wir befinden uns irgendwo im Hinterland von Bolivien. Und es trifft sich sehr gut, denn gleichzeitig kann ich es als ein Überführungsvideo zurück nach Bolivien nehmen, denn ihr erinnert euch vielleicht, oder diejenigen, die meinen Kanal regelmäßig verfolgen, erinnern sich vielleicht, dass ich aus dem Dschungel in Bolivien berichtet hatte. Aber dann habe ich einige Videos gemacht aus Venezuela, von hier, aus Kolumbien und so weiter, Dengue-Fieber, was dazwischen gekommen ist, die Radnarbengeschichte. Und deswegen sind wir davon ein bisschen abgekommen, aber jetzt mit diesem Video ist es sehr praktisch, dass ich es wieder zurückführen kann. Denn im nächsten Video soll es dann mit Bolivien weitergehen. Jamie, Frank und ich sind in Sucre losgefahren. 2 Tage vorher, weil wir La Higuera besuchen wollten. Das Video gibt es auch schon. Das letzte Versteck von Che Guevara. Das ist dort, wo er aufgespürt worden ist in Bolivien und erschossen wurde schließlich. Könnt euch das Video angucken. Ist ein Ort, den es sich lohnt zu besuchen, sehr geschichtsträchtig, man lernt viel. Es gibt immer noch Leute, die ihn persönlich getroffen haben, aber sonst halt die Nachfahren aus zweiter Hand können wahnsinnig viele Geschichten erzählen, die man so bei Wikipedia nicht lesen kann. Es war wohl vor der Pandemie auch ein touristischer Ort, wo immer Busse von Samaipata, eine Stadt im Norden, gekommen sind, aber das ist wohl während der Pandemie ganz abgeebbt und als wir da waren, waren wir die einzigen Touristen da. Und das Bild ist dann auf der Rückfahrt entstanden, oder was heißt auf der Rückfahrt? Wir sind nicht zurückgefahren, sondern wir sind vom Süden aus reingefahren in dieses Hinterlandgebiet, also da ist halt nur Sandwege, Berge und so weiter. Man kann halt auch außen rumfahren, aber zum Che Guevara zugekommen musst du halt durchfahren. Da ist es dann auch wieder wahnsinnige, tolle Aussichten, eine wahnsinnige, coole Schotterstraße, wo halt auch da sind keine so viele LKWs und keine Touristen und so. Da ist man ganz alleine den ganzen Tag. Ist halt super geil. Wasserdurchfahrten zig. Und es geht dann runter, auch durch so Dschungelpfade, wo die Flora dann so richtig reinragt in den Weg. Also ziemlich cool, ziemlich abenteuerlich. Und an dem Tag haben wir gerade dort eine Pause gemacht. Es gibt auch eine Videoaufnahme aus dem Video. Totale Strecke. This is South America a bit how I imagined it before I came here. Yeah, it's much nicer. Like warm, a little bit like jungle style, these crazy mountains, Yeah, it's so dust beautiful. roads, amazing, yeah. And there's water on the track every 10 minutes. Und wir waren auf dem Weg zu einer geheimen Wasserfalllichtung. Also für mich der beste Campspot, den ich in 2,5 Jahren in Südamerika erlebt habe. Also es ist wirklich mitten im Dschungel, man fährt so über Stock und Stein die Berge, über steile Straße runter. Dann kommst du irgendwann da an, durch den Dschungel und im Dschungel versteckt ist so ein Wasserfall, eine wirklich kreisrunde Lichtung. Wasserfall, Sandstrand und kein Mensch ist da. Wir haben da übernachtet, haben da gegrillt, wir haben das Wasser dort getrunken. Das ist ein absoluter Traum. Und dann sind wir halt hoch nach Norden rausgefahren, nach Samaipata, Santa Cruz und dort hat dann die Dschungeltour gestartet. Und vom Dschungel habe ich ja bereits einige Folgen gemacht. Die sind ja immer nummeriert, also es sind Folge 85. Da bin ich eben nach Trinidad gefahren. Es gab kein Benzin, es gab diese Blockaden und so.
Außerdem hatte ich ein komisches Klackern wieder mal. Das ist dann Folge 86, nämlich zum 870. Mal das Motorrad auseinander. Dschungelcheck heißt das Video. Und habe natürlich nichts gefunden. Der kaputten Radnabe und so, ja, es könnte daran liegen, aber ich war mir nicht sicher, wo es daher kam. Auflösung davon ist, ich habe es nicht rausgefunden. Und erst ein halbes Jahr später in Brasilien, da habe ich dann eine neue Kette bekommen und dann hat's halt mega paf, 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 das gleiche Geräusch, aber mega laut. Dann bin ich hingefahren wieder zu denen und habe gesagt, so, ey, irgendwas ist da nicht richtig. Und es ist so, dass die hier die Ketten, wenn du so einen Kettensatz kaufst, das ist immer der ganze Kettensatz, aber der Verschluss fehlt. Und dann müssen die halt oft improvisieren und nehmen dann irgendeinen Verschluss. Also was heißt irgendeinen? Manchmal einen, der ein bisschen größer ist. Und wenn es nur 1 Millimeter größer ist, dann passt das nicht mehr richtig bei der Teneré. Dann vorne bei dem kleinen Ritzel, immer wenn es da umgeht, dann ist es so, nicht immer, aber wenn man vor allem langsam fährt, dann biegt sich die Kette nicht richtig. Und dann schlägt das da an. Dong, dong, dong. Das ist nur ganz leicht. Wenn man schneller fährt, spannt sich die Kette mehr, dann ist es nicht mehr. Dann hört man das nicht mehr, dann schlägt es nicht mehr an. Aber die hatten dann eben ein 2 Millimeter oder so größeres Schloss dafür genommen und das hat dann halt voll angeschlagen. Und ja, wieder ein kleineres genommen und du kannst es mit bloßem Auge kaum erkennen. Aber auch das ist wahrscheinlich einen halben Millimeter größer. Manchmal höre ich aber ich meine, ich hatte jetzt 3 Ketten drauf und nie hatte ich den richtigen Verschluss da drauf. Also ja, in Chile haben sie den gar nicht bekommen. Da musste dann wirklich improvisiert werden. Also es ist nicht so einfach mit diesen Verschlüssen. Und ja, als ich die Kette gekauft habe in Chile, war es dann auch so, ja, das ist der japanische Satz, da ist alles dabei, musst dir keine Sorgen machen. Beim Einbauen dann so, ja, okay, kein Verschluss da. Dann fängst du halt die Rumrennerei an. Naja, das war auf jeden Fall das Geräusch, ist nicht so schlimm. Dann eben Folge 87, kein schöner Tag, Regen im Dschungel. Hat mich da gequält, das Geklacker am Bike hat genervt, alles nass. Super genervt, ich wäre am liebsten umgedreht. Folge 88, Operation Roter Sand, ein schönerer Tag. Und wenn der Sand nicht nass ist, nicht komplett nass und nicht ganz trocken, dann kannst du halt locker 100 darauf fahren, das ist halt mega geil. Und die Bäume werden immer höher, Regenwald, ein absoluter Traum. Und dann ging es eben bis zur brasilianischen Grenze und da eine abenteuerliche Überfahrt, da ist zwar eine Flussgrenze, und Fußgänger, die gehen da im Sekundentakt hoch und runter, also fahren immer so Boote rüber. Aber da kannst du kein Vehikel mitnehmen und niemand überquert es da mit dem Vehikel. Deswegen ist es ein Riesending, mit dem Vehikel da das zu überqueren. Es gibt zwar ein Boot, aber als wir da waren, ist niemand mit diesem Boot gefahren. Wir mussten das ganze Boot mieten sozusagen. Ja. Ja, in Brasilien dann alles asphaltiert. Brasilien, Straßen sind sehr, sehr gut, tanken auch kein Problem. Und dann ging es so an der bolivianischen Grenze entlang und da hat es halt auch mega geregnet. Macht halt keinen Spaß, ist halt dann auch irgendwann alles nass. Und dann sind wir bei Cobija wieder nach Bolivien reingefahren. War auch kein Problem, aber da ist dann eben Folge 89 Schlammpackung. Aufgrund des starken Regens in Bolivien, wenn man da reinfährt, diese Dschungelgegend, das ist alles unasphaltiert. Und da, wo wir fahren, da muss man sich erstmal 2 Tage durchkämpfen. Schlechtere Straßen, bis man auf eine bessere Straße im Dschungel kommt. Und naja, alles unasphaltiert, da fahren eben auch Trucks und so weiter. Ihr habt es gesehen, vielleicht, wenn nicht, schaut es euch gerne nochmal an. Die bleiben dann da stecken, verrutschen in den Graben. Es ist immer einspurig, es ist schwer, an den Trucks vorbeizukommen. Es ist sehr matschig, sehr schlammig, dieser rote Sand, rote Dschungelsand, wenn er nass ist kein Spaß. Ich bin auch in Brasilien einmal, da wollte ich nur so 3 Meter so einen Hügel runterfahren. Bin ich so runter und puff, Vorderrad weg und direkt aufs Maul gelegt. Also ich habe heute noch Narben am Bein davon, weil ich natürlich in Badehose gefahren bin. Fahre niemals ohne Schutzkleidung, auch so eine Regel. Genau wie die Regel, fahre niemals in der Nacht. Und das wird das nächste Video sein. Das ist der Anschluss an Folge 89, Schlammpackung. Ja, wenn irgendwas passiert, du erzählst jemanden und dann so, ja, und es war dunkel. Ja, wieso seid ihr im Dunkeln gefahren? Seid ihr dumm? Du kannst in die Kurven nicht einsehen. Du musst super langsam fahren. Es sind 1000 Fliegen, Moskitos. Es sind 1000 andere Tiere auf der Straße und es ist halt nicht ungefährlich, auch in vielen Gegenden in der Nacht zu fahren. Was passiert, wenn man nicht hören will, das erfahrt ihr im nächsten Video. Insgesamt kann ich sagen, dieses Abenteuer, Dschungelabenteuer in Bolivien, das wir gemacht haben, das eben eine Strecke ist, die kaum jemand fährt und so. Das war natürlich anstrengend, ich hatte Zahnschmerzen und die Kette hat geklackert. Das Wetter war nicht so toll. Es ist alles ein bisschen schwieriger. Wir haben kein Benzin bekommen, Schlamm.
und so weiter. Aber das sind natürlich die Abenteuer, die man erleben will. Wenn ich das jetzt erzähle, das war halt einfach spektakulär. Ja, wenn du dich dann durchschlagen musst und dann so, ja, weiß ich nicht, der Letzte, der hier mit dem Schiff rübergefahren ist, war vor einem Jahr oder so. Und wie das weitergeht, sehen wir eben im nächsten Video, wenn es heißt, fahre niemals in der Nacht. Für die Unterstützung möchte ich mich recht herzlich bedanken bei Los Reyes aus Kiel, Stefan, Friedrich, Tempo 37 km/h, Frank und der Schosch explizit für das Radnabenvideo. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Euer Ruti aus Kolumbien. Tschüss.